Right now. Okay, here's a $10 bill. This is garbage. This is garbage. Your people in South Africa, you have your rand, right? That's going to zero. That's going to zero. This is going to zero too. Euros are going to zero. The yen's going to zero. The Chinese currency is going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck TV mit den aktuellsten Geschehnissen auf dem Kryptomarkt. Wir werden uns heute den Bitcoin-Kurs anschauen. Wir haben ja hier bei 14.000 ein lokales Hoch gefunden, Jahreshoch auch gefunden und sind dann bis zu 25% runtergefallen. Jetzt ist die Frage, wie weit kann es denn runtergehen, falls wir gewisse Unterstützung brechen sollten. Das werden wir uns anschauen. Darüber hinaus werden wir was sehr Interessantes uns anschauen. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die CDU, CSU E-Euro als Vorschlag in den Bundestag gebracht hat. Der Bundesbankpräsident kritisiert das Ganze mit einem sehr interessanten Grund, vorsichtig ausgedrückt. Also ich war eher amüsiert, ehrlich gesagt. Darüber werden wir sprechen und wir werden noch darüber sprechen, über eine Frage, die sich sehr, sehr viele stellen aktuell. Wann geht die Alt-Season los? Was muss passieren, damit die Altcoins wieder steigen? Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn dir das Video gefällt, dann gib gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ja, kommen wir zu der Marktübersicht. Bitcoin in den letzten 24 Stunden 6% verloren, aktuell um die $11.000. Marktkapitalisierung 320 Milliarden US-Dollar und die Bitcoin-Dominanz etwas gesunken von über 63% auf knapp 61,5%. Das liegt in erster Linie daran, dass der Bitcoin aktuell ein bisschen stärker fällt als die Altcoins und nur ein Altcoin kann sich hier in den Top 10 im grünen Bereich aufhalten. Das ist Litecoin. Litecoin ist ja sehr stark unterwegs gewesen in den letzten Wochen und bleibt aktuell auch noch ein bisschen stabiler als der Bitcoin. Das kann vor allem an der Tatsache liegen, dass wir immer näher an dieses Halving kommen, was im August stattfinden soll bei Litecoin, wo die Block Rewards um die Hälfte verringert werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird bei Litecoin wenige Wochen oder wenige Tage vorher, auch wenn das Ganze stattfindet, und vor allem auch, wie sich das dann danach abwickeln wird, weil ich glaube, das, was hier dann passieren wird bei Litecoin um den Block Halving herum, kann auch bei Bitcoin dann dementsprechend auch im Mai passieren, 2020, wenn das bei Bitcoin dann der Fall sein wird. Also die Entwicklungen hier kann man wahrscheinlich meiner Meinung nach auch auf dem Bitcoin dann irgendwie prognostizieren, weil im Endeffekt geht es hier um Angebot und Nachfrage, und wenn das Angebot dann um die Hälfte durch die Block Rewards gesunken wird oder gesenkt wird, dann kann es natürlich sein, dass der Preis hochgeht. Bin echt gespannt, wie sich das bei Litecoin weiterentwickeln wird. Kommen wir zum Bitcoin-Chart. Da haben wir am Mittwoch in dem letzten Video drüber gesprochen, da waren wir hier um den Dreh, dass es aktuell sehr gefährlich ist, dass es eine Korrektur geben kann und dass das keine Überraschung wäre, auch wenn das nach oben hin natürlich der Weg offen war und der Bitcoin sich auf keinen Fall für irgendwelche Widerstände interessiert hat. Aber wir haben jetzt eine Korrektur gesehen, und zwar an dem Level, wo wir auch am Mittwoch drüber gesprochen haben, an diesem Fibonacci Retracement. Wenn wir das hier im Wochenchart mal kurz anlegen, von diesem Allzeithoch hier vom 20.000 Ende Dezember 2017 bis zum Tief und das Ganze hier anlegen, haben wir über diese 61,8% Marke gesprochen, und genau dort sind wir auch wirklich abgeprallt. Also ich mag das Fibonacci Retracement, das ist immer so eine Geschmackssache. Einige Trader mögen es nicht, einige schon. Ich finde, da kann man schon einige Widerstände und Unterstützung ableiten, und wir sind wirklich hier aus diesem Bereich dann wirklich abgeprallt mit bis zu 25% in der Spitze. Also wenn man hier in den 4-Stunden-Chart geht, also von hier bis hier unten waren es 25% und aktuell sind wir mit minus 20% unterwegs. Und jetzt natürlich die Frage, wie weit kann es noch nach unten gehen? Das mit dem Fibonacci Retracement kann man natürlich auch genau andersrum machen, dass wenn man hier vor diesem Bullrun das Ganze hier, diese Baseline so nimmt, hier, wo wir über einen Monat uns rumgetrieben haben zwischen 3.700 und 3.900, $4.000, und das Ganze hier anlegt bis zu diesem Hoch von knapp $14.000, dann sehen wir diese wichtigen Marken. Einmal die 50%, das wäre hier dieser Widerstand, der Ende Mai da war bei $8.800, $8.900, und dann diese wichtige 61,8% Marke bei $7.600. Das war auch die Unterstützung hier im Juni. Das wird auf jeden Fall passen, aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch ein langer Weg. Also da müssen noch einige Sachen passieren, dass wir so weit nach unten gehen. Was wir auf jeden Fall sehen konnten, was ich auch im letzten Video gesagt habe, wenn wir hier nur den 21er Moving Average uns anschauen im Wochenchart, das ist einer der beliebtesten exponentiellen gleitenden Durchschnitte, der auch benutzt wird, auch im Wochenchart, habe ich euch schon am Mittwoch gesagt, dass dieser Abstand hier zwischen dem Kurs und dem
exponentiell gleitenden Durchschnitt sehr groß ist und das Ganze wirkt wie ein Gummiband, sage ich ja jedes Mal, aber falls irgendwie neue Leute dabei sind und nicht wissen, wie das Ganze sich auswirkt, das ist wie so ein Gummiband und je stärker bzw. je weiter das hier weg ist, desto stärker ist die Kraft hier, dass der Kurs hier zu diesem Moving Average zurückkommt. Die Frage wird natürlich sein, wie schnell korrigiert das Ganze, wenn es überhaupt weiter korrigiert. Das ist natürlich immer so eine Wenn-Frage. Das Ganze kann natürlich auch erstmal seitwärts gehen, aber falls wir jetzt weiter nach unten gehen sollten, dann wird dieser 21er exponentielle gleitende Durchschnitt als Unterstützung angesehen. Falls wir länger hier in diesem Bereich konsolidieren, dann passt sich natürlich dieser gleitende Durchschnitt auch an und könnte dann irgendwann auch in diese Bereiche kommen, wo wir auch bei Fibonacci Retracement das schon gesehen haben, wo die langfristigen Unterstützungslinien sein könnten. Das muss man natürlich abwarten, wie schnell das jetzt Ganze geht und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir können uns das Ganze natürlich auch wieder kurzfristig angucken. Sehr kurzfristig gesehen ist natürlich diese Unterstützung, die wir bei $10.300 gefunden haben, eine sehr wichtige Marke. Also kurzfristig gesehen sollten wir das hier nicht unterbieten. Wir waren ja heute schon wieder unter $11.000 und haben erstmal hier eine Unterstützung gefunden. Das ist genau der Bereich, wo diese 4-Stunden-Kerzen auch abgeschlossen wurden am 27. Juni. Aber der Peak hier von diesen Kerzen war halt bei $10.300. Das sollte auf jeden Fall kurzfristig nicht nach unten durchbrochen werden, weil dann können wir wieder natürlich auch unter die $10.000 dann irgendwann kommen. Also zusammenfassend muss man natürlich kurzfristig jetzt erstmal abwarten, ob diese Unterstützung hier von vor 3 Tagen nochmal gebrochen wird oder ob wir hier weiter konsolidieren. Nach oben kann es natürlich auch gehen, das kann so eine klassische Konsolidierung sein, weil wenn wir uns mal den Bullrun 2017 angucken, da ging es ja nicht durchgängig nach oben, da sehen wir auch immer wieder diese Korrekturen, das ist ganz normal in so einem Markt. Irgendwann werden halt Gewinne mitgenommen und das ist ja voll legitim, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, dass ich mich selbst gefragt habe, wann diese Leute, die hier unten eingestiegen sind, im großen Stil Gewinne mitnehmen wollen und anscheinend war es jetzt erstmal hier bei $14.000 in diesem Bereich und das ist jetzt nichts Verwerfliches, da braucht man jetzt auch keine Panik schieben oder so, das ist was ganz Normales, wenn man so einen krassen Anstieg sieht, dass man auch ein bisschen korrigiert, da braucht man sich eigentlich erstmal keine Sorgen machen, solange die anderen Unterstützungen nicht gebrochen werden. Dann zu einem sehr interessanten Thema, wie ich finde, haben wir auch schon Mittwoch drüber gesprochen, denn die CDU und CSU beziehungsweise hat einen Antrag gestellt, dass man sich ein bisschen Gedanken drüber machen soll, ob man den Euro als Kryptowährung rausbringen soll auf der Blockchain als E-Euro. Und da haben wir auch drüber gesprochen, ob das jetzt ein Angriff auf Bitcoin ist oder auf andere Sachen. Könnt ihr euch gerne anschauen, das letzte Video kurz gesagt. Ich sehe es eher als Angriff auf Stablecoins oder sowas wie Libra von Facebook, also kein direkter Konkurrent für Bitcoin meiner Meinung nach, weil das Ganze wieder von der Zentralbank dann gesteuert werden würde. Das Angebot auf dem Markt wird dann wieder von der Zentralbank gesteuert, also kein Konkurrent für Bitcoin. Aber was jetzt interessant ist, der Bundesbankpräsident Weidmann warnt vor digitalem Zentralbankgeld, also warnt vor diesem Vorschlag von der CDU und CSU und die Begründung ist sehr, sehr witzig, wie ich finde. Digitales Zentralbankgeld für einen breiten Nutzerkreis hätte je nach Ausgestaltung möglicherweise gravierende Auswirkungen. Und dann sagt er noch später, beziehungsweise hier fasst die FAZ das Ganze zusammen. Aus Weidmanns Sicht wäre die Finanzstabilität mit der Einführung von digitalem Zentralbankgeld im Krisenfall womöglich stärker gefährdet, denn dann gäbe es eine zusätzliche, sehr sichere Alternative für Anleger, die dann womöglich viel schneller und massiver eine Flucht in Sicherheit und einen Ansturm auf Banken auslösen könnte als in der Vergangenheit. Und also sein Bedenken ist einfach, dass die Leute sozusagen eine sehr sichere Alternative hätten und die Banken ein Problem hätten. Und aus diesem Grund wäre ein E-Euro keine gute Idee, weil dann zum Beispiel alle ihr Geld von der Bank abbuchen würden und es erstmal auf E-Euro oder sonst irgendwas oder auf Kryptowährungen dann auslagern würden und die Banken hätten ein Problem und das würde das ganze System auf den Kopf stellen. Ja, das würde es natürlich auf den Kopf stellen, aber ist es jetzt ein Grund dafür, diese Blockchain-Krypto-Revolution irgendwie schlecht zu reden und natürlich diese Bedenken kundzugeben, aber da muss ja irgendeine andere Lösung her, dass trotzdem diese sicheren Alternativen für Anleger da sind und dass auf der anderen Seite das gesamte Kapitalsystem nicht Probleme bekommt. Und einfach zu sagen, ja, die Banken
könnten Probleme bekommen. Aus diesem Grund finde ich die Idee schlecht. Das ist für mich ein bisschen zu einfach, weil im Endeffekt ist es ja besser für die Anleger, wenn sie dann auf ihr Konto dann zugreifen können, weil wir haben ja schon zum Beispiel in Griechenland damals gesehen, dass die Leute nur noch keine Ahnung wie viel Euro Geld abheben konnten, weil alle so schnell wie möglich von den Banken das Geld haben wollten, weil sie Angst hatten, dass ihr Geld verloren geht. Und nur zu sagen halt, jetzt wiederhole ich mich irgendwie ein bisschen, aber jetzt zu sagen halt, ja, das ist eine sichere Alternative für Anleger und deswegen könnten die Banken Probleme kriegen und deswegen finde ich das eine schlechte Idee, ist ein bisschen kurz gedacht, wie ich finde, da müssen halt andere Alternativen her, vielleicht muss das System anders umgestellt werden, aber auf jeden Fall schon mal ein positiver Faktor, was ich finde, dass da durch Facebook vor allem, weil man hört jetzt immer wieder mehr Regierungsleute über sowas sprechen, weil vor allem jetzt Facebook sowas angekündigt hat und da haben die Zentralbanken natürlich ein bisschen Schiss, dass da der Rang abgelaufen wird, dass viel mehr Leute irgendwann vielleicht Libra benutzen werden, was auch immer und das führt natürlich dazu, dass das natürlich viel stärker in den Diskussionen jetzt ist und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, wie ich finde, weil durch Diskussionen können dann irgendwann auch vielleicht irgendwelche Lösungen dann entstehen, die dann auch allen Seiten behilflich sind. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die sich viele von euch stellen, vor allem auf Telegram oder in den Kommentaren, in den Videos. Wann geht denn die Alt-Season los? Und wir sehen auf jeden Fall schon mal, dass die Bitcoin-Dominanz, wie schon erwähnt, ein bisschen runtergeht, dass einige Altcoins wieder Luft zum Atmen kriegen, weil der Bitcoin halt in den letzten Tagen so gesunken ist. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen direkt eine Altcoin-Season sehen werden, weil, sagen wir mal ehrlich, aktuell, wenn man ein bisschen rauszoomt und nicht irgendwie auf dem 1-Stunden-Chart das Ganze sich betrachtet, sondern mal rauszoomt und das Ganze sich betrachtet, ist immer noch der Bitcoin in einem sehr, sehr starken Lauf und die Anleger und auch sehr große Anleger wollen immer, beziehungsweise jeder Anleger will immer den größten Profit rausholen und der Bitcoin bringt aktuell den größten Profit. Und wann kann natürlich eine Alt-Season beginnen? Entweder, wenn der Bitcoin über eine längere Zeit seitwärts geht und da rede ich nicht von ein paar Tagen, das muss schon über Wochen wirklich seitwärts gehen, dass wirklich dieses Interesse am Bitcoin wieder ein bisschen sinkt, dass das Ganze nicht mehr so heiß ist und die Anleger sich dann denken, ja okay, Bitcoin geht die ganze Zeit seitwärts, weil dann werden wieder einige Altcoins starten, vereinzelt größere erstmal und die Leute werden sehen, die Altcoins starten wieder, ich gehe mal in diesen Altcoin rein, ich glaube, der ist gut und dann fängt das Ganze so an, kommt ins Rollen, aber bevor der Bitcoin sich nicht beruhigt hat und solche Entwicklungen hier hinlegt, kann das meiner Meinung nach nicht passieren, weil, wie ihr schon recht seht, schaut euch diese ganzen Werte hier mal auf BitMEX zum Beispiel an, hier Cardano, wenn man sich das Ganze anschaut, in Satoshis gesehen, absolute Katastrophe, EOS, eine noch größere Katastrophe, Litecoin und Bitcoin auch gesehen, auch sehr schwach im Vergleich und Tron auch sehr schwach, alle auf BitMEX hier in Satoshis gesehen, also da sieht es aktuell natürlich sehr, sehr schlecht aus und was ich mir noch vorstellen kann, was irgendwann noch passieren kann, ist, wenn der Bitcoin irgendwann so stark steigt, dass neue Leute sich denken, boah, der ist jetzt so stark gestiegen, die Altcoins haben so viel verloren, mit Bitcoin kann ich gar nicht mehr so viel Geld machen und ich gehe lieber in die Altcoins, so war es auch Ende 2017, wo der Bitcoin bei $17.000 war, neue Leute auf den Markt gekommen sind, haben sich auch einige schon gedacht, ja, wenn ich jetzt irgendwie bei $17.000 investiere und der auf $50.000 geht, dann mache ich nicht so viel Geld, wie wenn mein Altcoin, Shitcoin, was auch immer, irgendwie sich verzehnfacht. Da ist das Potenzial jetzt noch viel höher, aber natürlich auch das Risiko höher. Also kurz gesagt, wenn der Bitcoin irgendwann so hoch steigt, dass Leute da nicht mehr aufspringen wollen und kein FOMO, dieser FOMO ist dann immer noch da, aber das dann halt immer noch so bewerten können, dass es halt schon zu spät ist sozusagen und dann vielleicht für die Altcoins gehen. Aber in erster Linie glaube ich eher, dass das Ganze eher dann losgehen wird, wenn sich das Ganze hier mal beruhigt bei Bitcoin und einen längeren Zeitraum seitwärts geht. Ja, das war auch schon das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne einen Daumen nach oben da und kommentiere auch gerne mit deiner Meinung zu den ganzen Themen. Die letzten Videos kamen sehr gut bei euch an. Ich wollte mich mal bei jedem Einzelnen bedanken, der einen Daumen nach oben gibt, der das Ganze kommentiert oder auch den Kanal schon länger abonniert hat. Danke dafür. Wir sind schon bei fast 5.700 Abonnenten und auch auf Telegram danke für die ganzen Leute, die jeden Tag aktiv sich gegenseitig unterhalten und auch austauschen. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Also danke für die Unterstützung und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.